Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In meinem Review zur HDR 50 hatte ich ja die Tuning-Trommel einige Male lobend erwähnt und deswegen gibt es jetzt auch ein eigenes Review zur Tuning-Trommel von Solidcore. Ich möchte in diesem Video auch der Frage auf den Grund gehen, was uns so eine Tuning-Trommel überhaupt bringt oder ob es sich überhaupt lohnt, sich so eine anzuschaffen. Wie gehabt, dieses Video ist kein gesponsertes Video, das heißt, ich habe mir das alles, was ihr hier seht, inklusive Tuning-Trommel, von meinem eigenen Geld gekauft und ich bekomme auch nichts dafür, dass ich dieses Video mache. So, und jetzt viel Spaß, los geht's. So, das ist die Tuning-Trommel von Solidcore. Ich weiß nicht, ob es noch andere Hersteller von Tuning-Trommeln gibt. Ich habe eben die von Solidcore. Wenn man die mal vergleichen jetzt mit der Standard-Trommel, dann haben wir hier einmal bei der Standard-Trommel, die besteht aus Plastik und der Trommelkranz, der ist irgendein Metall. Ich weiß nicht, ob das auch Aluminium ist oder irgendein anderes Metall. Bei der Tuning-Trommel, die besteht komplett aus CNC gefrästem Aluminium. Das ist auch ein komplettes Stück, während die Standardtrommel, da ist der Trommelkranz, das ist wie so eine verlängerte Mutter und die ist einfach reingesteckt. Das ist auch ein bisschen ungünstig, finde ich, weil das löst sich immer wieder. Ja, dann haben wir hier vom Gewicht her die Standardtrommel mit 18,5 Gramm und die Tuning-Trommel mit 29,2 Gramm. Die ist also ein bisschen schwerer, aber praxisrelevant, finde ich, ist das dann nicht. Vom Preis her ganz klar, die Standardtrommel kostet ungefähr 5 Euro, die gibt es meistens im Dreierpack. Die Tuning-Trommel, die kostet 24,95 Euro und ist damit natürlich ein ganzes Stück teurer, aber aufgrund eben der guten Verarbeitung und der Langlebigkeit muss man die auch nicht so schnell ersetzen, wenn überhaupt. Die Standardtrommel gibt es nur in Schwarz. Die Tuning-Trommel, die gibt es einmal Silber, also unbehandeltes Aluminium oder wie in diesem Fall schwarzmatt eloxiert. Es gab auch mal so eine Limited Edition mit Rot und Gold noch dabei, aber die ist schon lange vergriffen. Ja, die Tuning-Trommel ist sehr stabil, sieht schick aus und man hat ja auch eine hohe Langlebigkeit zu erwarten. Laut Hersteller ist die Tuning-Trommel speziell für Gummi-, Alu- und Flügelgeschosse von Solidcore entwickelt. Ich selbst habe mit der Tuning-Trommel jetzt schon die Ultra-High-Speed-Gummigeschosse verschossen und auch die Solid Strike Hartplastikgeschosse. Die sind ja beide von Solidcore, aber ich habe damit auch schon die Turbo Twist Flügelgeschosse von Slugmakers Best verschossen. Andere Geschosse, wie jetzt zum Beispiel die Puncher Twist, die passen hier gar nicht. Also das heißt, eigentlich solltet ihr schon, wenn ihr die Tuning-Trommel benutzt, immer die Passgenauigkeit vorher prüfen, also entweder mit einer Schieblehre oder mit so einem Ball Sizer. Eins darf man jetzt hier nicht falsch verstehen, das Ding heißt zwar Tuning-Trommel, aber es ist jetzt nicht nur dafür gemacht oder explizit dafür hergestellt, um eure Leistung, also sprich die Mündungsenergie, die Geschossenergie zu verbessern. Das wäre jetzt auch für Deutschland schlecht, weil natürlich, wenn ihr mit so einem Austauschteil über die 7,5 Joule kommt, dann verliert meiner Meinung nach die Waffe automatisch die F-Zulassung. Ja, und damit hättet ihr genau genommen eine illegale Waffe. Für mich ist das jetzt aber auch nicht das Kaufargument, sondern hier soll auch die Präzision mit verbessert werden. Das ist schon interessanter für mich, weil eben auch die HDR 50 nicht so präzise schießt, wie man ja im Review gesehen haben, weil das halt auch keine Präzisionswaffe ist. Es ist eine Verteidigungswaffe und mit dem dicken Kaliber natürlich, da ja, ist das was auf kurze Distanz. Beim Thema Präzisionsschusstest, da tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich weiß nicht, ob ich hier die Standard- und die Tuning-Trommel einfach so miteinander vergleichen kann im Präzisionsschießen, denn ich finde, das hängt halt ganz stark von den Fähigkeiten des Schützens ab, wie präzise die Treffer sind. Ich habe leider keinen Waffenbock, wo ich den Revolver fest einspannen könnte, dann würde so ein Präzisionsschusstest mehr Sinn machen. Wie auch immer, ich werde trotzdem einen durchführen. Ich bitte euch allerdings, das dann nicht für bare Münze zu nehmen. Das ist dann halt einfach ein Ergebnis, das für mich persönlich zutrifft und das ist natürlich kein repräsentativer Präzisionstest. Ich werde hier auf 5 Meter schießen und zwar einmal mit den Solid Strikes und einmal mit den Turbo Twists. Jeweils 6 Schuss pro Geschossart und Trommel. Werde mich natürlich vorher auch noch einschießen und bei jedem Trommelwechsel noch eine frische CO2-Kapsel verwenden. Ein kurzer Nachtrag, ich hatte mir für dieses Video extra ein neues Päckchen Turbo Twists bestellt, aber nun kann ich die Turbo Twists leider nicht im Schusstest verwenden, weil die Dinger plötzlich nicht mehr passen. Und zwar in einem riesigen Ausmaß, nämlich gut die Hälfte der Geschosse sind Ausschuss.
Die lassen sich nur noch zur Hälfte in die Trommelkammer einführen und bleiben dann stecken. Also zumindest bei der frischen Lieferung hier ist das der Fall und ich bin wirklich stinksauer darüber. Wie auch immer, da ich keine Ultra-Highspeed-Geschosse mehr habe und nun auch noch die Turbo-Twists rausfallen, kann ich den Schusstest leider nur noch mit den Solid Strikes durchführen, sprich jeweils 2 Durchläufe mit beiden Trommeln, aber eben nur mit den Solid Strikes. Immer noch besser als nichts, aber eben nicht optimal. Dicke Sorry an dieser Stelle. So, dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Geschossen hatte ich jetzt, wie gesagt, aus dem freien Stand, aus 5 Metern Entfernung. Zuvor natürlich erst noch ein bisschen warm geschossen, für jede Trommel eine frische CO2-Kapsel verwendet und die Zimmertemperatur lag bei etwa 22 Grad Celsius. Was bei Hartplastikgeschossen bzw. den Solid Strikes generell auffällt, ist, dass die mit der Standardtrommel immer einen Rechtsdrift haben. Das kann man auf den beiden oberen Zielscheiben ja auch recht gut erkennen. Ich habe ja ganz bewusst bei jedem Schuss immer ins Schwarze gezielt und nicht versucht beim Zielen dagegen zu steuern, also den Drift zu kompensieren, weil ansonsten das Ergebnis bewusst nochmal beeinflusst und damit natürlich verfälscht werden würde. Bei den anderen Geschossarten wie Gummi und Turbo-Twists sieht das Trefferbild eher neutral aus, beziehungsweise die Einschüsse sind mehr oder weniger gleichmäßig über die Zielscheibe verteilt. Interessant wird es jetzt, wenn wir uns mal den ausschlaggebenden Bereich des Zielscheibenspiegels anschauen, nämlich die inneren Kreise, die hier so grau eingefärbt sind. Mit der Standardtrommel habe ich dort nur einen einzigen vollwertigen Treffer gelandet, währenddessen ich mit der Tuning-Trommel ganze 5 Treffer gelandet habe, sprich fast jeder zweite Schuss hat gesessen. Jetzt könnte man natürlich aufschreien und einwerfen, dass doch nur Volltreffer zählen, also der kleinste innere Punkt, die 10. Aber Leute, ganz ehrlich, ich benutze hier eine klassische 14 x 14 cm Zielscheibe für Luftdruckwaffen für Sportschützen und jetzt schieße ich hier mit einer CO2-Waffe, die fürs Training for Engagement und Home Defense gemacht ist, also vor allem für die Nahdistanz im dicken Kaliber .50 und vor allem mit Double Action Only System, sprich mit einem sehr hohen Abzugswiderstand. Für präzise Schüsse sind solche Waffen wie die HDR50 gar nicht gemacht. Und dafür wiederum ist das Ergebnis ziemlich gut, wie ich finde. Ob das jetzt bei jedem so sein wird, mit jeder Geschossart, das sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, für mich persönlich verbessert sich die Präzision mit der Tuning-Trommel erheblich. Mein persönliches Fazit zur Tuning-Trommel von Solidcore. Ich finde, die Anschaffung lohnt sich. Klar, mit 25 € ist sie deutlich teurer als die Standardtrommel. Aber schon allein von der Verarbeitungsqualität, dass das ganze Ding hier aus einem massiven Stück Aluminium gefräst ist und hier eben keine beweglichen Teile hat, sehr passgenau ist und auch langlebig sein wird, das ist für mich schon eigentlich ein No-Brainer. Also zumindest eine Tuning-Trommel, das muss schon irgendwie sein. Insgesamt also eine runde Sache im wahrsten Sinne des Wortes, von der Verarbeitungsqualität und von der Langlebigkeit, von der Passgenauigkeit einfach toll. Was man halt im Hinterkopf behalten muss, die Tuning-Trommel funktioniert nicht mit allen Geschossarten bzw. mit herstellerfremden Geschossarten, kann es Probleme geben. Das heißt, das müsst ihr einfach mal testen, Probepäckchen bestellen und dann sieht man ja, ob es passt oder nicht. Mit den hauseigenen Geschossen, Ultra-Highspeed-Geschosse und die Solid Strikes, mit denen ich auch sehr viel geschossen habe, hat wirklich jede einzelne gepasst und da ist auch ordentlich dann Druck drauf. Ich hoffe, das Video zur Tuning-Trommel für die HDR50 hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.